Was geht ab, meine kleinen Rice? Hier ist Rahim, ihr habt richtig gehört, hier ist Rahim und seid hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es auf der ganzen Welt und auf dem ganzen Universum gibt. Ja, ihr habt richtig gehört und ich habe Spezialgast Dana Rolle wieder einmal hier am Start. Und Plus Butch. Oder nur sein Hinterteil inklusive Rücken. Leute, herzlich willkommen zurück, auch ein bisschen an uns selbst gerichtet, denn wir waren einige Tage unterwegs in Berlin und haben dort das Blackpink-Konzert live gesehen. In der Schmeling-Halle. Max-Schmeling-Halle. Ist ja das Gleiche, es ging ja um Blackpink, nicht um Max Schmeling und es war wirklich, wirklich ein Erlebnis, muss man sagen. Es war ja unser erstes K-Pop-Konzert, wir sind ja dank euch als K-Pop-Community erstmal zum K-Pop gekommen und sind wirklich, wirklich dankbar und froh darüber und konnten das Ganze jetzt so schnell schon umsetzen. Das war wirklich, wirklich genial. Erstmal nochmal Shoutout wirklich an die Community, die wir da dann vor Ort getroffen haben. Ja. Wir waren leider ein bisschen spät da, also weil wir wirklich aus Köln da hochgefahren sind mit dem Auto. Waren wir echt gerade so, weiß ich nicht. Kurz vor knapp. Also keine Ahnung, 10 Minuten bevor das Konzert losging, waren wir dann irgendwie da und haben dann nicht so viele vorher gesehen. Aber Toni war da, sie war im selben Block wie wir, im Block W und hat sich kurz zu uns gesetzt und kurz unterhalten. Nochmal Grüße gehen raus, Toni, das war echt super lieb. Und ja, ansonsten haben wir nach dem Konzert noch ein paar Leute gesehen und das war auch wirklich super interessant, sehr, sehr geil. Wirklich auch eine aus, wo war sie? Kroatien, Kosovo. Ja. Kosovo? Kosovo. Aus dem Kosovo, ja. Das war auch sehr krass. Und ihr wart super lieb, wirklich. Und wir haben noch ein paar Fotos geschossen. So. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und Kevin war auch da. Naja, auf jeden Fall ein paar Leute waren da. Nochmal Shoutouts gehen an euch raus. Wirklich, wirklich. Also ihr könnt uns, wenn ihr uns irgendwo seht, könnt ihr natürlich ganz normal Hallo. Ich gucke von Natur aus, ja, wirklich Geburt an, gucke ich immer böse. Das ist einfach mir so ins Gesicht geschnitten. Das ist lustig, weil mir wird auch oft gesagt, ich habe so ein Resting Bitch Face. Echt? Und ja, es gibt auch so ein Meme online von Belle von Disney. Da ist so How I Think I Look, wo sie so ein bisschen lächelt. Und dann How I Actually Look, wo sie so richtig böse guckt. Ja. Und das beschreibt einfach meine Gesichtsausdrücke. Ja, so ein bisschen ging es mir auch eine Zeit lang, bis dann die ganzen Selfies und Kameras und in den Handys immer mehr kamen, habe ich dann irgendwann realisiert, dass ich einfach wirklich immer sehr böse schaue. Das ist in meiner Natur, ja, also aber nur das Gesicht. Fühlt euch nicht abgeschreckt. Nee, ich bin wirklich sonst echt sehr nett und offen, also fühlt euch davon nicht abgeschreckt. So, ansonsten das Konzert, was hast du irgendwas zu sagen? Ich fand's echt cool. Ich fand's auch mega geil. Ich muss sogar sagen und gestehen, dass ich sogar die Community dort, die ganzen Fans, fast krasser fand als das Konzert an sich, weil die so heftig waren, so von der Atmosphäre her, der Vibe, der darüber kam, war einfach so unbeschreiblich und ich muss zugeben, vielleicht hat mein Bias gewechselt. Oh, echt? Hast du mir gar nicht erzählt? Das habe ich die letzten Tage festgestellt, als mir Leute auf Instagram geschrieben haben. Okay, von Jenny zu Rosé. Aber du hattest immer schon so eine Tendenz zu Rosé. War ja schon immer so ein bisschen da. Warum Jenny nicht mehr? Das ist die Frage. Ich weiß gar nicht so genau. Ich fand Rosé bei dem Konzert ein bisschen präsenter. Mir hat ihre Frisur und Haarlänge und Haarfarbe sehr, sehr zugesagt. Also aus optischen Gründen. Auch, aber ich fand irgendwie so ihre Art da, hat mich mehr angesprochen. Okay, krass. Ich fand die ganz cool, also ja, ich glaube, ist jetzt nicht mehr nur mein Bias-Wrecker, sondern wirklich zu meinem neuen Bias geworden. Krass. Ich bin immer noch Lisa. Auf jeden Fall. Also jetzt seit dem Konzert auch fest. Ja, beim letzten Mal habe ich noch ein bisschen überlegt. Ich finde ihre Präsenz einfach am coolsten. Auch ihre Moves, also ihre Dance-Moves sind ja echt super krass. Und einfach ihre Präsenz. Also ich finde, sie spricht mich absolut an, muss ich sagen. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen überlegt, Jenny, aber es ist Lisa auf jeden Fall. Aber sonst
fand ich die Show insgesamt auch echt cool. Die Bühne war ja auch ganz cool, wie die da auch immer... Mit den Bewegungen, Ja, so, ne? Wie sie dann immer unter die Bühne wieder gekrochen sind. Ja, das war ganz und lustig. So. Ich habe ja einiges in Instagram-Stories festgehalten für euch und man konnte teilweise auch sehen, wie die dann, wenn die Bühne dann runterging und die dann auf so einem Podest irgendwie waren, dass sie dann unten sich dann so runter klein machen mussten und so drunter gekrochen sind. So konnte man so ein bisschen noch sehen mit meinem super Handy-Zoom noch. Also war auch sehr cool, dass mal so... Wir waren relativ... Also ich fand, man konnte echt viel sehen. Also wir haben echt einiges mitbekommen. Ja. Das war echt sehr cool. Und dann aber auch die Solo-Performances jeweils fand ich auch sehr interessant. Da irgendwie, das habe ich so, glaube ich, habe ich auch noch nie So gesehen. von der Girl Group, dass jeder seinen eigenen Teil noch mal bekommen Von der Gruppe hat, überhaupt. Also, dass die dann wirklich dann immer so Solo-Dinge noch haben. Also wir wussten ja, dass die Solo-Songs haben. Wir haben von Jenny den Song Solo ja auch schon analysiert. Aber so war das echt nochmal ganz interessant, muss ich sagen. Dass das, ja... Also dann trotzdem halt noch so krass gefeiert und dass es halt geht, dass sie als Gruppe und als Solo Ja, aber es war auch so, auch als sie Solo waren, war es nicht so, dass sie jetzt irgendwie getrennt von der Gruppe wären, sondern es war trotzdem noch so eine Einheit, auch wenn sie Solo da drauf standen. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ja. Ja. Also es war wirklich super. Es war wirklich auch... Ja, war geil, dass es geklappt hat. Ja, ansonsten, sonst, ich weiß echt nichts weiter zu sagen. Sonst, Ich weiß auch nicht, sonst schreibt einfach Fragen in die Kommentare vielleicht. ja, alles andere haben wir in unseren Instagram-Stories festgehalten, in den Highlights auch, ne? Könnt ihr da auch nochmal anschauen. Festgehalten. Extra für euch, da könnt ihr, Moment, ich blende das nochmal ein, von mir zumindest, auf instagram.com/RahimErbil, das ist unten aber auch in der Beschreibung nochmal verlinkt und von da an natürlich auch könnt ihr nochmal in die Highlights reinschauen. Da ist einiges festgehalten worden von uns, was wir da so gesehen haben und sehen konnten. Ich hatte sogar noch viel ganze Performances teilweise gefilmt. Hab ich auch noch. Ich wollte noch Kill This Love so richtig Ja. mit hochladen. Nur das war muss das ich mit noch dem machen, gar Internet nicht und so war ein geschafft. bisschen, aber naja, vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Ansonsten irgendwie war mit Jenny, war irgendeine Diskussion, hast du gesagt, bei dir Ach in den so, ja, Kommentaren? mich hatten einige gefragt bei Instagram dann, Ah, wie ich Jennys Performance so fand. Und da muss ich wirklich sagen, also ich fand Jenny trotzdem mega, mega gut. Und ich liebe Jenny auch immer noch so ein bisschen. Die ist so cute. Die ist echt gut. Aber ich fand sie trotzdem, dass sie zwischendurch nicht ganz so motiviert, sage ich mal, rüberkam wie die anderen zum Beispiel. Ist mir jetzt ein nicht so krass bisschen aufgefallen, aber langsamer oder hinter. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Auf jeden Fall, doch, ich glaube, nicht ganz so motiviert dabei. wenn ich das ganz nochmal gut. separat gucken würde mit dem Hintergedanken, würde es mir vielleicht auffallen, aber mir ist es nicht aufgefallen. Aber, fast hätte ich vergessen. Das war wirklich unfassbar. Die Band. Die Band. Und du bist so kritisch mit Bands. Ja, also bei Live-Konzerten und so achte ich schon immer sehr krass drauf oder mir fällt das dann halt einfach auf. Die Band ist unfassbar gut gewesen. Wirklich unfassbar gut. Also ich habe schon einige Bands gehört, dann natürlich... Du achtest da sehr drauf. Und es Echt? ist auch so, wenn die Band nicht gut ist, hast du keinen Spaß. Ich weiß, wir waren einmal auf einem Konzert, das war aber beschissen. Was war das denn? Irgendein Cover-Ding. Weiß ich nicht mehr. Was war denn das nochmal? Weiß ich nicht mehr, da war die Band scheiße. In und- Frankfurt, das war irgend so ein Cover, so ein Revival, Stevie Wonder, nee, was war denn das? Oh, Die hat mir geschenkt bekommen, die Karten. ja. Da war die weiß ich Band nicht richtig mehr. beschissen und Das war voll traurig. es war echt kacke. Wir haben die Karten geschenkt bekommen und ich habe mittendrin gesagt, lass gehen. Das war respektlos, was sie da gespielt haben. Also, das ging gar nicht. Aber die Band von Blackpink auf jeden Fall, die unfassbar gut. Komplett, ja. Aber Den Unterschied habe ich dann auch ja, gemerkt. also so allein der Drummer, ja, so wie allein das Drumset, was er da hatte. Der hatte da zwei Oh mein Bassdrums stehen, Gott, das waren ein so riesen Drumset, 3 Becken ohne Ende. Drumsets. Und der hat gespielt, also auch wie die es abgenommen haben, die Snare hat ja geballert ohne Ende. Und der Bassist und E-Gitarre, Ja. Alter, wie der abgegangen ist. Ja, und das macht die ganze Musik dann halt irgendwo natürlich auch aus, ja, dass da die Band, die hinter den Künstlern steht, auch so viel,
Ja, Power hat und so geil spielt, das ist wirklich, wirklich super wichtig. Und ich fand's auch geil. Also am Anfang fand ich es ein bisschen komisch, weil die hat man ja nicht gesehen. Waren so abgedeckt hinter den Screens. Und dann aber später wurden die ja vorgedeckt und nochmal später wurden die dann sogar, das war auch krass, hätte ich niemals gedacht, dass es geht, dass die auf ihren Flächen, auf ihren Plateaus, wurden die dann bewegt, mitten dann auf die Bühne gesetzt. Also die mussten ihre Plateaus gar nicht verlassen. Das war auch krass. Also so eine Bühne habe ich auch noch nie gesehen. Also es war echt cool. Also sehr interaktiv irgendwie, weil es immer in Bewegung. Ja. Und der Kia-Spot zwischendrin, der war auch interessant. Aber der war sogar echt cool. Ja, ich fand den schon ganz ist halt cool. Ungewohnt. Ne? Also ich kenne das nicht, dass man da plötzlich so einen riesen Placement-Spot irgendwie sieht. Ist ja auch die Kia World Tour. Ja, denn andererseits kann man das dann vielleicht nachvollziehen, weil das irgendwie auch davon natürlich finanziert wird. Aber ja, für mich war es trotzdem ungewohnt. Was war noch? Achso, ich hatte die Ohrenstöpsel drin, aber ich habe so spezielle, die dann so gerade die hohen Frequenzen und so weiter ein bisschen rausfiltern und ein bisschen einfach leiser machen, weil das für mich sonst viel zu laut wäre. Und zwischendrin, gerade wo dann die Fan-Chants war, das war schon heftig. Das war zwischendurch wirklich extrem Also laut. Da muss ich mir auch kurz die Ohren so zuhalten, weil es so laut war. Ja. Heftig. Aber da merkt man aber, wie krass, aber auch wirklich alle zusammen und so kräftig ja, und so. deswegen weiß ich gar nicht, was ich krasser fand, das Konzert an sich oder einfach so die Community, die ganzen Fans, die da so eine Atmosphäre geschaffen haben. Das ist schon echt Wahnsinn gewesen. Also trotzdem spürt man diese Druckwelle, ne, und diese Power. Ich war trotzdem aber froh, dass ich da die Stöpsel drin hatte, weil ich sonst am nächsten Tag nichts mehr gehört hätte oder zumindest nicht mehr hätte arbeiten können. Das ist wirklich, das ist halt das Geile, so, ne? Bei so Performances, dass da alle dann so quasi an einem Strang ziehen. Das ist schon heftig. Ja. Mich würde aber auch noch interessieren, wer vielleicht in Paris dann bei dem Konzert war. Da war ja nämlich Open Air. Und das sollte nämlich noch krasser sein. Ja, also falls jemand von euch da war, lasst uns mal wissen, wie es so war. Die Max-Schmeling-Halle ist, muss man auch sagen, nicht so groß. Nee. Fand ich persönlich aber gut. Also, weil jetzt zum Beispiel hier in Köln in der Lanxess Arena, die fasst ja auch irgendwie so 15.000, glaube ich, Zuschauer. Und da ist die Akustik nicht so geil. Erstens mal in der Lanxess Arena. Da habe ich jetzt schon so ein paar Live-Sachen gesehen und möchte auch gar keine mehr sehen da, gefühlt. Na, wobei Bruno Mars war schon heftig. Bruno Mars. Da hatten wir aber auch gute, irgendwie waren wir so halb hinter der Bühne irgendwie und da war die Akustik geil. Das war cool. Ja, auf jeden Fall sind da sehr, sehr viele und dann sind so viele Menschen und dann wird es mir doch zu viel. Max Schmeling, wir kamen so rein und ich habe mich direkt wohlgefühlt. Es war super entspannt, obwohl es trotzdem so 11.000 Leute waren. Vielleicht lag es auch einfach aber es war so gemütlich. Ja, vielleicht lag es auch an den Leuten, ja, dass sie einfach entspannt sind. Ich glaube, vielleicht liegt es daran. Ja, kann gut sein. Also immer nochmal, immer wieder Shoutout an die Community. Es ist für uns angenehm. Wir haben jetzt auch schon anderes gehört von Leuten, die es schon länger mitmachen. Ja, das ist dann irgendwie, wie haben die es genannt? Fan Wars? Group Wars? Nee. Oh ja, irgendwie sowas. Ja, das sind untereinander dann, dass man nicht von zwei Gruppen Fan sei. Da sind wir raus. Wir sind sowieso Multifandom hier. Wir nehmen gerade alles mit, was wir mitnehmen können an K-Pop. Und langes Intro mit einem kleinen Review eben von dem letzten Freitag von dem Blackpink-Konzert und dann eben nochmal zur Feier des Tages. Machen wir jetzt aber auch nochmal Blackpink. Heute nochmal ein Video. Da kommen auch noch einiges anderes. Ne? Ace und so kam ja alles jetzt die Tage, habt ihr mitbekommen. Wir sind jetzt produktionstechnisch auch ein bisschen ausgelastet, weil ein paar andere Sachen gerade noch anstehen. Wir sind aber so gut es möglich hinterher. Wenn aktuell irgendwie dann nur 2 Videos am Tag kommen, hoffe ich, dass es trotzdem in Ordnung ist für euch. Es gibt bestimmt noch viel nachzugucken. Ja, definitiv. Wenn ihr ich bekomme auch so oft Kommentare und DMs. Kannst du bitte hier das und dies gucken von weiß ich nicht. Dies und das? Ja, also irgendwas, was wir wirklich schon gemacht haben. Ja, vor letzter Woche, vorletzte Woche, vor 3 Wochen oder so. Werden dann nochmal fragen. Und dann denken die so, guck doch bitte auf den Kanal und gib das erstmal in die Suche ein, weil wir halt echt so viele Videos haben hier bei mir auf dem Kanal.
Klar geht es dann mal unter, aber man kann ja auch ganz leicht suchen mittlerweile auf YouTube. Also das geht auch. So, wir gucken jetzt mal Blackpink mit Stay. Alles ist an und los geht's. Pinke Ballons, ich mag's. McDonald's. Nee, McDonald's. Akustikgitarre. Was? Mundharmonika. Mundharmonika. 두근한 거짓말 때문에 맘에 상처를 내놓고 미안하단 말 한마디 없이도 날 혼자 위로하고 오늘 하루도 혹시나 떠날까. Das frage ich mich jetzt halt, wenn man so Künstler dann sieht, die dann Musik wie mit dem Instrument sitzen, ob die es dann auch tatsächlich spielen können. Die spielt wirklich? Sie kann spielen, ne? Ja, sie spielt Gitarre. Ich habe auch irgend so ein Interview, ich glaube Zhang Show. Das Interview mit Blackpink hatte ich gesehen und da hat sie auch so gesagt, sie war so ein Aussie-Girl mit ihrer Gitarre, die dann so nach Korea gekommen ist. Achso, echt? Ja. Ah, krass, okay. Cool. 오늘 하루도 혹시나 떠날까 늘 불안해해 I just want you to stay 점점 무뎌져가는 너의 그 무표정 속에 점점 내려놓자. Bisher gibt es nicht viel zu sagen. Also es ist eben die Akustikgitarre. Hier kam jetzt bei Jennys Part noch ein Bass hinzu, ne? Da unten dann ein bisschen. Aber auch, ich glaube, akustische Bassgitarre tatsächlich. Gibt's auch. Aber nicht nur E-Bass. Ist mal ein langsamer Song. Bisher noch nicht. Hatten wir bisher noch nicht, oder? Nee, ich glaube nicht tatsächlich. Es hat noch welche geschrieben, wir sollen auf Balladen, K-Pop-Balladen eingehen oder so. Aber man weiß ja nicht, vielleicht geht er jetzt richtig krass ab in der Hook. Das ist jetzt so ein Cello wahrscheinlich, was da reinkommt. Hä? Was ist denn das für eine geile Schaukel bitte mit einem Skateboard? Das ist für ein geiles Kleid. Ich gehe auf die Schaukel und aufs Kleid. Kann auch ein Kontrabass sein. Nee, ich glaube ein Cello. Für einen Kontrabass ist es ein bisschen zu hoch. Ja, Claps, das sind ganz klare Claps. Also Klatscher. Klatscher, oh Gott. Ich liebe ihre Schuhe. Batman? Nee. Ich weiß nicht, ich will auch so Schuhe. Und eben alle Stimmen dann jetzt gemeinsam, die man hier hört, die eben komplett im Mix verteilt sind, sehr breit auch im Stereofeld, also sehr breit nach rechts und links und auch tatsächlich Harmonien dann noch eingesungen, ne? Also dass sie sich gegenseitig da unterstützen. Ups. Das wird jetzt so bisschen Kinderliedtechnik wird hier eingesetzt mit dem La und dann eben die Mundharmonika, die die Gesangsmelodie dann hier auch nochmal unterstützt und unterlegt. Ja, so wird es einfach viel eingängiger. 사실은 난 더 바라는 게 없어 이제 심장은 뛰긴 하는 건지 무감각해 그래 사람들과의 억지스런 한마디보다 너와의 어색한 침묵이 차라리 좋아 So stay 그게 어디가 됐건 말야 가끔 모든 Das ist jetzt wirklich wieder gerappt drüber, ne? Auch interessant. Auf so eine rein akustische Geschichte. Cool, aber. 이럴 때면 I'll be a fire 거짓 같은 세상 속 유일한 truth is you This a letter from me to you 널 닮은 듯한 슬픈 Wow.
Das ist kein CGI, ne? Das sind echte Farbexplosionen. Hatte sie vorhin auf der Schaukel auch. Du hast nämlich hier die Partikel von der Kanone noch wegschießen sehen. Oh. Die Kamera. Also, hier siehst du es nämlich. Krass. Na, hast du gesehen? Mhm. Dieses dunkle Stück, ne? Genau. Hier auch Harmonien drunter, ne? Wenn man genau hinhört, sind die eben auf rechts und links verteilt, jeweils gedoppelt, also jeweils eine Stimme, die dann das harmonisch dann auch nochmal unterlegt, die Hauptstimme. Ja, auch klassisch hier, wenn man eben nur mit einer akustischen Gitarre spielt. Das Gute an einer akustischen Gitarre ist eben, dass man ja so viel auf dem Frequenzband irgendwie schon übernehmen kann, dass es nicht zu nackt klingt, wenn man nur eine Akustikgitarre hat, und man kann eben vom Bass bis zu oberen Tönen da irgendwie alles abdecken und zusätzlich aber auch noch rhythmisch spielen auf einer Akustikgitarre. Deswegen funktionieren eben so Singer-Songwriter-mäßige Songs wie hier, also nur Akustikgitarre und Gesang, immer sehr, sehr gut alleine. Das ist so der Trick, warum das überhaupt, also was heißt der Trick eigentlich? Also der Grund, warum das geht. Jetzt nur eine Blockflöte und Gesang ist halt nicht so geil. Klavier und Gesang? Klavier und Gesang geht auch. Aber ja, da ist nur Drums und Gesang. Ja gut, das ist ja sowieso ein rein perkussives Instrument eigentlich mit relativ wenig Klang, aber Klavier und Gesang geht auch, ist aber irgendwie nochmal eine andere Note, wird dann irgendwie noch balladiger. Ja. Da kann man jetzt vielleicht so, sage ich mal, ein bisschen pop-rockig angehauchte Sachen auf dem Klavier geht so, weil du bist gerade im Rhythmischen und so. Ja, in gewissen Stilen bist du dann doch nochmal eingeschränkt. Deswegen Akustikgitarre und Gesang ist immer sehr, sehr gut. Und dann hier eben dieser Auftakt, da wollte ich drauf eingehen, auch ganz klassisch wieder hier gespielt wird. Ja, wenn man hier ganz genau hinhört, hört man eben auch, dass man eine Stimme quasi sehr präsent und so als Hauptstimme wahrnimmt, aber ganz außen dann auf rechts, links gemischt hört man dann eben noch eine Stimme, die das harmonisch unterlegt. Ist schon unerwartet, dass es dann irgendwie so fröhlich wird, ne, dann im Refrain. Mhm. Aber es ist schön, ist dann irgendwie, macht dann so eine, fast 180-Grad-Wende, ist auch mal was Erfrischendes. Ja, schöne Singer-Songwriter-Nummer eigentlich. Würde mich interessieren. Was ganz anderes von denen. Voll, vor allem, wenn man erst Kill This Love zum Beispiel gehört hat und dann das hier, dann ist man Ich habe auch gerade im Vergleich direkt an Kill This Love gedacht. Ja. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Wäre interessant zu wissen, ob vielleicht eben nur Rosé das geschrieben hat oder so, weißt du? Und die gesagt hat, okay, es ist so ein Singer, also weil man, wenn man einen Song schreibt in so einer Singer-Songwriter Position oder Verhältnis, sage ich mal, dann klingt ein Song meistens immer erstmal so, und wenn man dann ein bisschen mehr draus macht,
wäre das quasi wie hier. Mehr ist es dann nicht. Das ist halt das Interessante so. Und dann kann man das so lassen. Wenn man möchte, kann man natürlich dann immer alles ausproduzieren, alles noch fetter machen, fette Drums hin und her und dann Gesänge und hin und her und bla bla. Und dann hast du so eine fette Nummer. Aber im Endeffekt, wenn man einen Song schreibt, fängt das immer irgendwie auf so einer Ebene an. Würde mich interessieren, ob das hier auch so war. Ja, ansonsten schöne runde Nummer. Ich hoffe, wir konnten euch da jetzt per Infos geben, auch also jetzt zur Analyse gab es nicht viel zu analysieren, ehrlich gesagt. Also war halt. Ja, du hast ja schon was gesagt, aber war jetzt halt nicht so ein voller Beat. Die Elemente, die da drin sind, die hört man ja ziemlich klar raus. Ja gut, so ein Cello habe ich jetzt nicht rausgehört, aber. Ja, okay, dann. Ansonsten, ja, wenn wir vielleicht ein bisschen müde erscheinen, dann liegt es daran, dass es spät ist und wir vorher auf der How to Sell Drugs Online in Klammern Fast Release Party waren, gerade von Netflix. Die Serie kommt am Freitag raus, hier in Deutschland. Wir haben die ersten 3 Folgen gerade eben gesehen. Ja. Und es war wirklich cool. Also es ist, ihr werdet es nicht glauben, eine deutsche Produktion, aber es ist eine coole deutsche Produktion. Die sind immer so ein bisschen verrufen, was ein bisschen schade ist, ja, weil hier in Deutschland kann man auch große Produktionen machen, die funktionieren auch, also nur mal so, nochmal als kleiner Tipp, wir haben gerade eben die ersten 3 Folgen gesehen und wir fanden sie wirklich gut und optisch, also es ist wirklich super produziert. Also, falls ihr am Wochenende noch nichts zu tun habt, kann man da mal reingucken. Genau, How to Sell Drugs Online ist jetzt auch nicht sponsored oder so. Nee. Wir waren zwar gerade auf der Party, aber wir fanden es einfach wirklich gut. Wirklich cool vor allen Dingen auch und die Schauspieler sehr cool. Wir haben auch einige kennengelernt auf der Party. Grüße gehen raus. Und ja, ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß mit dem Video und es kommen natürlich in die nächsten Tage immer noch weiterhin Videos. Nur wie viele ist gerade die Frage. Produktionstechnisch bin ich gerade ein bisschen anderweitig ausgelastet, aber ich hoffe, das balanciert sich hier wieder ein. So. Und guckt bei Dana vorbei. Sie hat Sonntag noch ein Video hochgeladen mit mir zusammen übrigens. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, alles unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und Butch wünscht euch das auch. Und habt einen schönen Tag. Schreibt. Na gut, der ist hier am Schlafen. Guten Morgen sagen. Guten Morgen. Guten Morgen, Leute. Guten Morgen. Okay. Tschüss.